We gaan aanvangen met de Duitse beker nemen, nummer 24. Nummer 24. Komm, stimmt in unser Loblied ein. Komm, stimmt in unser Loblied ein, ihr Engel für dem Thron. 10.000-fach erschallt das Lied vom großen Gottes Sohn. Komm, komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Ist der Herr in mein Lichtum. Das Lamm ist würdig, singen sie das Lob, die Erde kam. Würdig das Lamm antworten wir, das unsere Schuld wegnahm. Komm, komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Ist der Herr im Heiligtum. Der Herr ist würdig, dass man ihm ein Lob und Danklied bringt. Und seine Größe, Liebe und Gnade in Ewigkeit wird singen. Komm, komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Ist der Herr im Heiligtum. Christian hymns, number 36. Christian hymns, number 36. Eva Shrai, wonderful words of life. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ and blessed one gives to all, wonderful words of life. Sinner, listen to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful
395. 395. Have thine own way, Lord. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power of power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Marius, grüß jeder einem. In der Name Jesus Christus. Wir singen uns an dat eine Lied all Wonderful Words of Life. En an Gott sein Wort, da fingen wir wundervolle Wort vom Leben. Da fingen wir Wort, wat uns eine Hoffnung geben dat, wat uns helpen dat, vorab zu kijken, ein Tag wie am zu sein. Wat uns helpen dat, een sicherheid Leben zu leben hier. En 1. Petrus 1, Vers 3, da habe ich in Vers gesagt, gepriesen, oder geehrt, verherrlicht, als der Gott und Vater von unserem Herrn Jesus Christus, der nur seinem großen Erbarmen uns wiedergeboren hat, zu einer lebenden Hoffnung, durch die Abstammung Jesus Christus von den Toten. So habe ich diese lebende Hoffnung an uns. Ich habe vorab kijken en dat weten dat zoals Jesus Christus abgewaken is van dem Vorder, hij weer dood en God weer kwam op, dat zo wat hij ons ook een dag abwaken en nur aanholen. Er wanneer we nog leven, dan worden we veranderd worden. Aber mir angeht hier von der Rede von dieser lebende Hoffnung. Die lebende Hoffnung wird kommen, durch Jesus Christus sein Abstoßen von den Toten. Und diese lebende Hoffnung, die kommt aus dem Wort Gottes. Die kommt von der wundervollen Wort, ist hier, was wir von singen dürfen. Da sind nicht alle Menschen, die diese Wort wundervoll sind, die ein Leben haben zu dieser Wort. Und even Gott sein Volk, das hat ging noch mal eine Zeit durch, die Israeliten, gingen eine Zeit durch, wo sie, das wird nicht leichter zu hören. Sie hatten nicht einen Hunger danach. Und Jeremia 6, Vers 10, ich habe ein Vers lesen. Da, die Prophet schrift hier so steht, es von Gott het Frau dat, zu wem soll ich reden? In wem Zeichnis aufleihen? Dort sie hören. Kijkt, ist anbeschneden, und sie können nicht hören. Kijkt, dort wird Gottes es
zum Spott geworden, der hat keine Last daran. So hier dort wird Gottes Maid geworden. Da wir ein Spott geworden, sie haben kein Gefallen, keine Last daran. Und hungert gleich mehr nur der wird. Sie haben gleich ein Gefallen an Gott sein wird. Und dann sind sie doch nicht mehr die wundervolle Lebenswert, die entgewast. Aber in Psalm 119, Vers 103, da fingen wir andere Vers, wo die Menschen dort anders steht. Psalm 119, Vers 103, bei der 105. Wo seid sind meinem Bein deine Wed, mehr als Honig meine Mühl. Ganz korrekt das Gegenteil. Das ist hier die Schrift von, wo seid Gott seine Wed sind. Seid aus Honig. Wenn wir sind im Bast gewast, hungrig, Heid, Meid, Schafe da, mit einmal fingen wir da Honig. Und wir nehmen dort frische Honig von dort Nast und wir eten davon. Wir sind belebt auf der Welt, wo die Körper dann waren Leben kriegt, wo die waren gesteuert wird, wo die gesagt war, da wurde das. Und dort Bild bringt er hier von Gott sein Wort, von unserer Seele, wenn der Dol ist, wenn der Mut leeg ist. Und wir kriegen von Gott sein Wort zu schmecken, von der lebenden Hoffnung, dass diese Zeit hier auf der Erde ist nicht wat het allemaal soll sein. Dort kommt was Besseres. Dann wird die Seele auch so erfrischt worden, seine Hoffnung kriegen, so ableben. So habe ich verglichen hier mit Seite Honig. Vers 104. Uit deine Verschriften kriege ich Einsicht. Darum has ich jedem Stich der Leis. Okay, so uit seine Verschriften, uit Gott sein Wort, du kriegst die Einsicht, du kriegst die Verständnis von dem Leben. Und dort bringt ihm dort er Leis, oder was Ding, was nicht die Wahrheit sagt, heute das. Vers 105. Den Wort als Licht von meinem Feld und Licht von meinem Stich. So an Gott sein Wort. Und das Wort, da fingen wir dem Weg, dem Stich, dort Licht. Da ist es nicht düster. Da fingen wir Ansicht. Da fingen wir Klarheit. Wo wir in Gott wohlgefallen leben doen. So das Seite wird Gottes, dort bringt uns zu der lebende Hoffnung. Wel, trägt 3 in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 in wieder durchlesen. Vers 3 hat wir schon gepriesen, als der Gott und Vater von unserem Herrn Jesus Christus, der in seinem großen Erbarmen uns wiedergeboren hat zu einer lebenden Hoffnung, durch die Abstundung Jesus Christus von der Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Aufteil, dort an der Himmel abgewahrt ist verjüngt, der je durch Gottes Kraft, durch Glauben bewahrt worden zur Radung, der reich gemacht ist an die letzte Zeit geoffenbart zu worden. Deswegen jubelt je, der je nur eine kleine oder eine kurze Zeit, wann dort neidig ist, betrieben sind durch verschiedene Versicherungen. Damit die Echtheit von jenem Glauben viel kostbarer als die von Gold, dort verjährt, aber der viel erprobt wird, gefangen wird zum Lob und Herrlichkeit in ihr an der Offenbarung Jesus Christus. Dem je nicht gesehen haben, leben, und dem je glauben, die am nu auch nicht seinen, die mit unutsprechlichen und herrlichen Freude jubeln. Und dem dort eng von jenem Glauben, der Radung der Seele davon drohen. Vers 10 wieder, da redet von den Propheten, die all gelehrt haben, nur das seine. Weil wir Vers 13, dann hängen sie wieder lesen. Deswegen, am Schnitt der Lande jene Gesandung, sieht nicht da und hofft ganz auf die Gnade, der jüngst gebracht wird bei der Offenbarung Jesus Christus. Als Kinder von Gehorsam passt ihr nicht an, nur der Verherrgelaste an jenem Anweitens, sondern als der jüngst berufen oder gewählt hat, heilig ist, sieht auch die heilig an allem Wandel. Deswegen
Wie geschreven steht, seid heilig, dan ik zie heilig. En wenn je dem als Vater anroepen, die ohne Ansehen der Person recht nur einen jedem sein Weg, so wandelt die Tijd en jenem abholen hier als Fremde entfernt. En dem je weten, dat je nicht met vergängliche Dinge, met Silber oder Gold, erleist worden sind von jenem edlen oder nutzlosen, von de Vaters überlebenden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi aus einem Lamm, ohne Fehler und ohne Plage. Wenn so vorher erkannt als für Grundlegung der Welt, aber je offenbart worden, ein der Tiden jünt halben, der je durch am Glauben an Gott, der am von der Dode abgeweicht und am Herrlichkeit gejeft hat, so dat jünt Glauben und jene Hoffnung auf Gott ist. Durch je jene Seele gereinigt hat, durch dem Gehorsam gegen die Wahrheit, te angeheiligte Bruderleib, so leeft ein anderer anholend, uit reinem Horten. Da je nicht weitergeboren sind uit vergänglichem Somen, sondern uit unvergänglichem, durch dort lebende und bleibende Wort Gottes. Dann alles Fleisch ist aus Gras und alle seine Herrlichkeit aus der Blume am Gras. Das Gras ist verdreht und seine Blume ist aufgefallen. Das Wort vom Herrn bleibt in Ewigkeit. Aber das ist das Wort, das jüngst aus der frohen Botschaft verkündigt worden ist. So, in Vers 3, da sagen wir, dass nur seine große Gnade hat uns wahre geboren zu einer lebende Hoffnung. In Vers 23, da sagt es, wahre geboren durch das Wort Gottes. So, weil wir hier alle Vers mit der Bibel checken, in das Kapitel, Vers 18 und 19, da wird uns geroepen an diese lebende Hoffnung zu denken. Indem je weiter, dass je nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erleist worden sind, von jenem edlen, von den Vaters überlebenden Wandel. So, wir sind nicht losgekauft, wir sind nicht frei geworden, von Dingen, die vergonnen sind. Die Israeliten, die haben alle die Opfer, ihre Vorväter, die haben das klar, das Wort von Gott gekriegt, wo sie sollen. Und nun sagt das hier, aber das ist nicht, was jemand hat frei gekauft. Das ist aber das Blut Jesus Christus. Das ist nicht so, was wieder geregt wird von einer Generation bei der nächsten. Aber das ist so, was in jeder einer von uns persönlich von Gott, durch den Heiligen Geist. Dann in Kapitel 4, Vers 3, da sagt er, denkt an, von was die wachgedreht sind, von was die losgekauft sind worden. Dann die vergangene Zeit ist uns genügt, dem Welle der Heiden vollbracht zu haben. So die uns alle Leben, die vergangene Zeit, das soll teuerrecht haben, das Heidenleben zu leben. Das Leben ohne Gott. Und dem wir wandeln, am Uitschweifen, ansätzliche Leben, Last, Trinksucht, Fastenvieren, Süpperie und frevelhafte Jetzendienst. So, Durchschrift von wohl ans Leben vorher, wie ihr warst. Und dort soll teuerrecht haben. Und nun sollte leben, dort wir losgekauft sind worden. Wenn wir diese lebende Hoffnung an uns haben, dann sind wir frei geworden. Und wir sollen nicht zurückchecken, nur wahrer, das alte Leben zu leben. Am 4. Vers, am 4. Vers, da nannte ab, zu was wir wahrer geboren sind. Wir haben. Er sagt, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Aufteil, dort an der Himmel abgewahrt ist verjüngt. So im Himmel, du hast ein Aufgeld. Du hast ein Aufgeld, was nicht vergonnen wird. Du hast ein Aufgeld, was nicht verwaltet wird. Du hast ein Aufgeld, was bleiben wird. Gott hast du reingelegt für uns.
En dit zullen we weten, dat die levende hoopning aan ons blijven kan. Dat we niet meid worden en met eenmaal aan ze hang laten afhangen. Maar dat we een hoopning ver weg gaan. En Klasse 1 vers 5. Daar hebben we ook van deze levende hoopning. Klasse 1 vers 5, daar zegt het, wij in de hoopning, die voor jullie opbewaard als im Himmel, van die je verherrlicht hebt en wordt de waarheid, die vroege boodschap. Je daar dat best nog waar bestuiken. Dat als wij een hoopning, die wordt voor jullie opbewaard is. En wat is wij de hoopning? We worden, dan kunnen we weer nakijken wat we doen, wij de hoopning. In de 1 Petrus 4 vers 4, daar zegt het, wer ons dat wat geven. En wanneer de bovenhoud, wat de Christus is, openbaar geworden is, zo wordt die de onverwelkliche kroon, de herrlichheid ontvangen. Geeft ons het niet een levende hoopning? Is dit niet oorzaak, over de troubles in deze wereld, over te kijken, voorop te kijken, dat een dag wordt de bovenhoud, Christus, ons de kroon geven, voor trouw kampen, voor een hoopning vasthouden, voor Christus zijn ware komen lijf hebben. So wat dit is de levende hoopning aan ons, am 22. vers, 1. Petrus 1, vers 22, daar zegt het, door je jullie zeilen gereinigd hebben. Hier in Duits zegt het, gereinigd hebben, zoals wanneer het al vorig is. En te eine Mate is het vorig. Hoogdietschen zegt het, macht het keusch. Maar dat is een reinigung wat we allemaal waren durchkomen. Dat is een wassen en toenemen, dat we dadelijk Christus ähnlich worden doen. Zolang als we hier am Kampf zijn. Wel, daar weer lezen. Door je jullie zeilen gereinigd hebben, durch dem Gehorsam, gegen de waarheid te angeheiligde bruiderlijf, zo leeft een ander aanhouden, uit reinem harten. Dit hier is vielleicht de hoofdvers waar ik aan denken doe, wanneer ik aan denken doe aan deze levende hoopning. Deze hoopning, wanneer we die hebben en wat we hebben, die deed ons reinigen. Die maakt ons reiner, ons leven, ons wandel, zoals we leven doen, dat wat we geloven doen, dat wordt reiner. We doen ons reinigen van tijd tot tijd, als we door het wandel gaan, door het leven gaan. We doen ons reinigen, wenn we een levende hoopning. We geloven dat maakt een onderscheid. We geloven gehoorzaam te God zijn woord maakt een onderscheid. So we doen ons reinigen. Wel, ik zei, we doen ons reinigen. Vielleicht würde het rechter zijn, maar ik würde zeggen, we laten ons reinigen. We stellen ons op, dat de Heilige Geest aan ons arbeiden kan, werken kan, en we geven hem de controle over ons leven. Dan redt het hier van gehoorzaam. Deze hoopning, die leidt ons te gehoorzaam te God zijn woord. Te God zijn woord wat de Heilige Geest ons openbaren deed. Die worden ons reinigen. Dan redt hij weer van de lijf te de bruider. De bruiderlijf, die zal rein zijn en die zal uit hem reinheid hart komen. Waar is de onderscheid van uit hem reinheid hart, of niet uit hem reinheid hart? Waar is de onderscheid van deze bruiderlijf? Wanneer die niet uit hem reinheid hart komt, dan doen we lijf bewijzen, we doen wat doorrekenen en de hoopning die worden wat terugkrijgen. Vielleicht is de hoopning ans wat geloofd worden, ans wat geëerd worden, ans wat anerkenning geschonken worden voor dat wat we doen. Dat is niet een reine bruiderlijf.
Een reine bruiderlijf als dort, wanneer we lijf doorreken, wil we niet meine terug te krijgen. Jezus zegt in Lucas 14, vers 13 en 14, da sagt hij, aber wenn du eine Mahlzeit machst, uitrijden is, dan lood hij arme, krepel, lome, blinge aan. En zeilig was du zijn, wil zij haar nicht, die dort vergelten. Dan die wordt vergolden, beloond worden aan dem afstanddag der Gerechte. So die lijf, wat we wieder rekenen, en we rekenen niet wat terug te krijgen. Dat is een reine bruiderlijf. Dat nächste wat we doen, wanneer we deze levende hoopning aan ons hebben, vers 13, 1 Petrus 1, vers 13, daar zegt hij dan dat we am Schnitt der Lande jene Gesendung, ziet nicht da en hoopt ganz op de Gnade, der jent gebracht wordt bij de openbaring Jezus Christus. So, onze Lande am Schnieren, met een belt, ons beschützen van de Welt en dat wat de Welt aan te bieden heeft. Lucas, kapitel 12, vers 35. Daar redt het van deze hoopning, of van deze Welt. Hij zegt, jene hafte landen zullen am gartet zijn en jene lampen brennen. Hier hebben we dat bijgedaan dat onze lampen zullen brennen. Wat betekent dat? Dat onze lamp brennen zal. Dat betekent een rijd zijn. Dat betekent rijd zijn van wanneer Christus waar komen deed. Zo ons zijn, ons benemen, wat we denken doen, wat we leven doen, dat zal te alle tijd zijn, dus een lamp wat er brennen deed, wat er rijd is, ten licht geven. Ons leven zal zo zijn dat het te alle tijd rijd is voor Christus zijn waar komen. Dat zal zo zijn dat we dat lijf hebben, dat hij waar komen wordt. In Lucas 21 vers 34 door is een warning opgeschreven van meidwoorden. Aber heitjent dat jene harten niet belastet worden door schmor en zuppe en zorgen en leven. En jandag plötzlich even komt. Ze zullen ons zijn bewaren, beschützen, niet zorgen krijgen, niet aan allerhande grieze dingen aangaan waren wat ons leven eerst weer. Dat jandag, den dag wat Jezus Christus komt, niet met eenmaal aan verhafts komen deed en plötzlich even ons vallen deed. Maar laat hij wel weer rijd zijn als een lamp wat aangestekt is en brennen deed en licht geven deed. 1 Korinther 1 vers 7. 1 Korinther 1 vers 7, daar zegt het, zodat je aan keine Gnadengabe mangel hebt, en dem je de openbaring van onze Herrn Jezus Christus leren. So geen mangel hebben aan de Gnadengabe. En dat we leren naar de dag van Jezus Christus. So van deze levende hoopning. We kijken voorop. We leren dat Jezus Christus wordt waar komen. En ons van deze elenden karpa loshelpen. 1 Thessalonica 4 vers 6, da zegt het dat we zullen der ons moeten spreken dat we niet slopen, zoals Sam doen. Einige die waren meid, die geven dem kampf na. En zij slopen. De jongvrouwen, die waren niet alle wijs, die waren sam wijze en sam törichte. Die slijpen alle aan, maar sam van die waren rijd. Ze hadden er lampen vol en rijd hem dem bregam aan het jeng te gaan. Zowel we niet nalaten en slopen. 1 Petrus 4 vers 7. Daar redt het van beden. Aber dat is dichtbij gekomen dat alle dingen. Also ziet bezannen en ziet nuchter zum Gebet. Ze bezannen zijn, nuchter, wakker zijn
te beden. En dan kapitel 4 vers 8, daar zegt hij, we zullen wakker zijn en nächter. Ziet nächter walkt je gegner de duivel, geht omher als een brallender leeuw en zegt wem hij verslingen kan. So we hebben een gegner, Satan, die gaat erom en die wil zijn eigen en Christ dood te krijgen. Die wil zijn dem te slangen en dem moedloos te krijgen. So dat braucht dat we wakker zijn. Dat braucht dat we beden doen, aanhoudend blijven. Dat nächste, wat deze levende hoopning deed, vers 6, daar zei we, dat deze levende hoopning, die helpt ons vrede te krijgen en trouble. Doorweg jubel je, dat je nu een kleine, korte tijd, maar dat nodig is, betriebt zijn door verschillende verzekeringen. Zo zijn we betriebt door verschillende verzekeringen. Hij zegt, jubelt. Doorweg jubel je. Hij zegt niet dat we zullen, maar hij zegt, je doen. Maar dat is maar een kleine tijd, dat is maar een korte tijd, waar we schwierigheden doorkomen. Dat is maar een korte tijd, waar ons leven, waar we dat zo doorkomen moeten, als wat we dat niet leggen, wat we ons dat niet gewünscht hadden. Die tijd is niet lang. Vreedjend. En nach wahrer zeggen, vreedjend. De levende hoopning, die kan dat brengen, dat we ons kunnen vrijen. En deze tijd, wat we vandaag op de wereld kunnen durven. Wenn dat werkt, en God zijn kinderen werkt dat een reiniging. En God zijn kinderen, daar komt het bloos uit wat en hart bijna is. Wat zij werkelijk geloofden, wat zij werkelijk waren. En dan kunnen we ons vrijen, dat we dat te zijn krijgen waar we zijn. En ook, wanneer we ons dat eenmaal te zijn krijgen, er is wat in mijn leven bijna wat er niet zal zijn. Dan kunnen we ons daarna vrijen. We wijn, dan kunnen we bussen doen en vrij worden daarvan. Römer 12 vers 12, daar zegt dat we ons vrijen zullen, geduldig zijn en trouw zal, aanhouden en gebed. Vers 7. Vers 7, daar zegt het, doormet de echtheid van jenem glauben veel kostbarer als die van goud, dat verjeet over der vuur erproefd wordt, gevangen wordt om lof en heerlijkheid en eer en de openbaring Jezus Christus. So wat echt is dien glauben? Wat echt is mijn glauben? Dat is wat hij zegt, wat hier uitkomen deed. Dat komt me uit. Wat echt ons glauben is. Dat is wat door een zware tijd gaan uitkomen deed. Wat is mijn glauben? In vers 15, daar heeft hij dem result opgeschreven wat het zal zijn. Zodat die jent beroepen gewählt heeft, heilig is, ziet dat je heilig en allem wandel. Zoals glauben geproefd wordt. In de echtheid, door dit komen deed, 15e vers zegt hij, dat zal te zijn dat in leven heilig is. Ziet ook je heilig en allem wandel. Zo door bijna en ons wandel zullen we heilig zijn. 2 Korinther 7 vers 1, daar deed het ons roepen te ons reinigen. In vers 14 in 1 Peter 1, waar we daar lezen deden, daar redt het van wat de levende hoopning wordt doen, dat wordt ons houden van teruggaan waar we gewaast zijn. Teruggaan naar dat leven wat we verder hadden. Dat wordt ons, de levende hoopning, die beschützt ons daarvoor. So, wanneer we afgeproefd worden door zo'n tijd als dit, daar wijst het bloos, zoals ik al zei, wat echt is ons geloven. Wat leven we? Doe ik dat leven, wat ik leven doe? Oder leef ik zelfs wat, als wat ik leven doe?
En de laatste 2 Monate, dan heb ik verschillende dingen gehört. Wo je Schwester, wo Brüder dort geht. En einige zei, ik zie eruit. Want ik lang weg voor en de politie me worden afhouden. Ik zie eruit. Ik heb wat met, ik heb me wat opgesteld, dat ik even kan zeggen, ik heb oorzaak te voeren. Mijn oorzaak is dit. Jedes Mal wat zij te dorp voeren, dan hebben zij een uitred met wat zij de politie worden zeggen. Zij hebben zich een decision gemaakt en hart, ik wil de politie verleggen. Want die me wat afhouden en die me wat vrouwen wordt. En dan denkt einer door even na, wat is de geloof? Dan denkt einer na, we gaan in een zeer schijne tijd durch hier op deze aarde. Want wie dat met einmal zijn, mijn hart is niet rein. Ik doe dat verleidens afvallen. Ik maak mijn uitrederij. Maar de politie me wat afhouden, dan wil ik hem zeggen, ik voer nu dit. Nächste week, wanneer mij wat afhouden, dan wil ik hem waar verleggen. Ik voer nu dit. Is dat wat ons geloven is? Brokken we wat met ha, wat niet waarheid is, ten den police dat er verleggen. Meer zo, dat bloos uitwijzen wat echt ons geloven is. Dat wijst bloos uit, ik leid dat oké, wanneer ik niet in de waarheid wandel doe. Dat wijst bloos uit, dat is oké, wanneer ik leien doe. Dat wijst uit, dat onze kinderen dat wijzen, dat is oké te leien. We leren onze kinderen van dat wat ons jaren weer zeer zwaar wordt zijn. Want dat is zoals we zijn beeld als wat we geven doen. En er is een verschillende dorpen geweest al. En after je zijn, waar ouderen kinderen afbetrekken doen. En in some dorpen, some steden, daar heeft einer gemerkt, dat bij de ouderen dingen versterken doen, leien doen. En kinderen worden dat aan. En later, dan blijven de kinderen, dat is oké. Als dat, wat we willen hebben, wat het next generation zal zijn. Als dat wat ik leef, als dat werkelijk wat ik leven doe, want ik kan een uitred geven, something wat niet meer zo is. Ik wil nu irgendwat voeren wat niet essential weer. Ik wil dus mijn schijn gaan uitleven, maar dan neem ik één ding met, ten dat ik de police wat kan verleggen, wanneer die me wat afhouden. Wat echt is mijn geloven? Wat echt is dien geloven? Ik geloof, we kunnen dankbaar zijn dat we deze proef doorgaan. Wenn du hast Hoffnung, wenn jemand einmal sagt, oh, mein Glaube ist nicht so echt geweest, dann ist die Hoffnung, dann können wir dankbar sein, dass wir diese Zeit sind durchgegangen, dass wir uns reingekennen, dass wir uns sein können erinnern. So, wo können wir diese Reinigung durchgehen, wo können wir geheiligt worden, das ist der 23. Vers sagt, durch Gott sein Wort. Der je nicht weitergeboren sind aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebende und bleibende Wort Gottes. So, weil wir uns an Gott sein Wort halten. Weil wir nicht sein, als die Israeliten, wat Gott sein Wort nicht gleiche deden. Sie haben keine Freude an Gott sein Wort. Aber weil wir da so sein aus Psalm 119 über das Lesen deden, wo seid Gott sein Wort ist. Und wenn uns dort seid ist, dann wollen wir dort auch gehorsam sein. So weit für diese Anleitung, weil wir noch Zeit nehmen, ein Lied singen.
Another Christian hymnals name, number 344. My God, I am determined. In every waking moment, thy gentle face I see, and hear thy tender pleading, hast thou forsaken me? My God, I am determined, forever thine to be. I cannot live without thee, for peace is found in thee. How often desolation, when Satan bruised my soul, have I embraced thy mercy, and thou hast made me whole. My God, I am determined, forever thine to be. I cannot live without thee, for peace is found in thee. When all my earthly pleasures had disappeared like foam, amid my ruined treasures, thy cross remained alone. My God, I am determined, forever thine to be. I cannot live without thee, for peace is found in thee. I keep thy gentle image forever in my heart, that I may tell unceasing how wondrous good thou art. My God, I am determined, forever thine to be. I cannot live without thee, for peace is found in thee. Okay, we hebben nog op de bekendmakingen naar kijken. Donderdag, care group. En vrijdag, algemene dynameeting aan Gnadenfeld. Dan is nog een van Rozenhof, juni 7, Hofest. En wenn dat nog restrictions zijn, nog niet alle op is, daar zij op dat zeggen, want wer wir, wat er wieder wilt komen, dat hij zal komen kennen. Ze hebben nog niet graag gepland, wo ze dat er worden ha, dat het regelmäßig is, en om gezegd nou kennen dat graag vrij ha. Maar ze willen wat aanrechten, dat hij wat het tafels komen willen, dat hij kennen. En tafels is aan een persoon. Zie dat, zegt het hier nog baby announcement. Melissa Feit, dochter van Irvin en Susanna, 25 mei geboren. Oké, we hebben nog beden voor we even gaan naar de boodschap. We ons hoop nee. Ons Gott voor een hemel, we komen hier verder en we zijn die dankzij voor dien woord, dien levend woord, wat ons een levende hoopning geven deed. En we beden ook voor broeder Obram, geef hem die woord, wat hem fehlt, dat thema hier ans verder leiden, wat je am hart gelegd hast, en dat
Vi kunnen een levende hoop krijgen doordat hij best wassen wordt en toenemen. En dat ons geloven mocht achter worden doordat. Dit bidden we in Jezus Christus zijn naam. Amen. Goedemorgen. Veel genade en vrede van Gott, dem Vater en unserem Herrn Jesus Christus. Zu alle ihr Schwester, Freund, wer mir das hört, und ich bin hier wieder auf. Wir sind sehr schön abgemuntert worden, um dort zu holen, und das Wort vom Leben zu holen, um dort bei die Hoffnung, die lebende Hoffnung, dat die in ons kan stärker sein, auf something wo wir uns nicht wollen, darüber täuschen. Das ist von der de 7e zondag naar Oosteren, zodat erst op vele steden wordt Pinkster gevierd. En van der wil ik niet een Pinksterboodschap hier verbringen, aber ik wil reden van dem Heiligen Geist en wo onze Beziehung, onze relationship, oder wo wir uns daran beteiligt haben. En ik wou wat gedanken op naar een verkruts even gaan naar de van dem Heiligen Geist wat te reden, aber hier is dit, en ik geloof, we moeten dat verstaan, dat de mens als in 3 parts erschaffen worden, de lief, de ziel en de geest. Dat is een wichtige leer, wo we moeten dat verstaan, dat het staat is. Dat we hebben Körper, dat is zichtbaar. Dat wanneer een kind geboren is een Körper vielleicht 20 Zoll lang, aber wanneer het uitgewassen is, die 5 Schau oder 6 Schau, nog meer daarheen, dat is dat zichtbare ding. En daar bijna is de ziel, de ziel bestaat van ons denken, onze gevoelens, en ons willen. Maar dat is nog niet alles. Daar is een geest. God heeft ons aangereicht met een geest, wat met arm en gemeenschap komen kan. Oder met geestelijke dingen en gemeenschap treden kan. Nou, 1 Thessalonicher 5:23, nou, daar zegt het, aber der Gott des Friedens heilige euch durch und euer Geist ganz, samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. So hier redet in das Vers von diesen 3 Parts, dat redet von den Körper, die lief, en dan redet hier ook nog van de nannte 3 parts al ab, en dan zegt hij, die God mocht die heiligen. Deze 3 parts velen nog bij nog mal aan de heiliging. Ja, ik wil dat zeggen, zum Beispiel, ons Körper, wanneer ons körperliche Anfechtungen aankomen wie viele wild, oder we hebben onze Selbstbeherrschung verloren, oder ähnliche Dinge. Ons Körper moet een heiliging durchgaan. En onze ziel, wanneer die moedloos is, wie viele verdrießlich, wie viele gekränkt, wie euren ons leeg. Er is even dal, dat de ziel braucht een heiliging. En dan is de geest. Wanneer die schwach is en kalt geworden is en keine enge gemeenschap met dem Herrn vindt, die braucht een heiliging. En wo kan een mens geheiligd worden? Daar hebben we hier schon het aanleidingswoord zeer klar gehoord. En dat wer deed zijn heiliging en wo kan dat passeren? En 1 Korinther 6 vers 11, daar zegt dat is verder opgenaamd, wo die Korinthische lied met bijna geleefd hadden en
en verschiedene sehr schlimme openbare Sünde. Aber dann sagt er auf der Verse, 1. Korinther 6, 11, in seiner Stadt sind einige von ihnen gewasst, aber ihr seid aufgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden, durch den Namen von unserem Herrn Jesus und durch den Geist von uns Gott. So, hier, der uns das antwortet, wo kann ein Mensch geheiligt werden, wenn er was ist, wenn er was unrein geworden ist, wo kann ein Mensch geheiligt werden? Und das sagt er durch den Namen von uns Herrn Jesus Christus, also der seine Namen, und durch den Geist von uns Gott. Da wirkt dort. Und dann, so ist es in 1. Thessalonicher 5, 23 sagt, dass wir dass der Gott des Friedens, heilige euch, ein Gebet, dass Gott uns heilig wird. So, wir müssen einfach ehrlich sein, uns heilig zu lassen. Und dann kann eine Heiligung passieren. Und der Grund von der ganzen Heiligung liegt an der wieder, ich habe da nehmen, was Hebräer 10, Vers 10 sagt, dass durch das Opfer von Jesus Christus, dass er wirklich wir zu opfern, es sagt einfach, er kam, um Gott sein Willen zu tun. Und dann sagt er, in diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Christi. Wir sind durch dort, was Jesus getan hat, sehr wie einen State gesagt, einen Stand gesagt, ein geheiligter Stand. Darin kann die Bibel, die Christen immer waren so nennen, dort sind die Geheiligte. Oder haben viel mal inzwischen haben wir Ursache, sich waren von einzelnen Dingen, sich zu heiligen zu lassen. Aber die ganze Heiligung ist passiert durch dem, dass Jesus die Heiligung durchführen hat. Dann probieren wir uns Gewässer, wo das sich dort unterscheidet von dem Geist seiner Wirkung. Das Gewässer kommt bei der Geburt mit, wenn ein Mensch geboren wird, und das wird geformt durch seine Abtretung. Und so, wie weiter dort nicht alle Menschen ihre Gewässens sind gleich schnell. Einige sind sehr schnell über Abrechtigkeit oder Unabrechtigkeit. Und andere sind nicht so schnell. Die sind einfach verschieden geformt, was sie durch ihre Zeit von, was sie denken können, was sie mitgebracht haben, was sie von der Eltern gesehen haben, was sie eine Influence gekriegt haben. Und so steht, sie sind das Gewässer ist geformt worden. Aber das kann bei ihrer Geburt kriegen sie das mit. Der Heilige Geist, aber der kam ein Mensch, der kam in uns Leben an, weil wir uns bekehren hätten. Das hat wir, dem Heiligen Geist hat wir nicht mehr von Geburt. Der kam bei unserer zweiten Geburt bei. So, das ist ein Unterschied. Das Gewässer, das soll ein Mensch für viel weise Dinge bewahren. Und das tut, wenn ein Gewässer ein gutes Gewässer ist. Der Heilige Geist, was er tut, der macht den ganzen Mensch nie. Der bringt nur Leben bei. 2. Korinther 5, 17 sagt dort, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Einfach das, was der Geist wirkt in Christus, das hat eine neue Creation, eine neue Kreatur gegeben. Titus
3, vers 5, dat bestorken met bij onder wieder, aber das sagt da, dort nach seiner Barmherzigkeit machte er uns seilig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. So, das Gewässer bewohrt uns, wenn das Gewässer reich geschaffen hat, reich geformt ist, das bewohrt uns von weise Leben. Aber der Heilige Geist, der hat eben uns nie machen, dass wir selbst wir sind, als wir erst wären. Das gibt eine neue Kreatur. Ja, das ist ein Unterschied. Wir holen das Gewässer auf, eben wenn wir den Geist gekriegt haben. Okay, nu kommen wir an das Punkt, was hier, wer oder was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person von der Dreieinigkeit Gottes. Und im Befehl, was Jesus gegeben hat an seine Jünger, was er zum Himmel fahren will, dann sieht er, dass sie sollen gehen lehren alle Menschen und dann sollen sie taufen an dem Namen vom Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, das ist eins. Und der Heilige Geist ist eine Person von dem dreieinigen Gott. Diese Person ist von Ewigkeit her. In Hebräer Kapitel 9, Vers 14 sagt dort, der nannte dem ewigen Geist ab, der sagte, wir waren ja durch das Blut Christi gereinigt, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott, sodass der ewige Geist ist hier abgenannt, und dann wird durch das Blut Christi uns Gewässer reinigen von dort Werken. Ja, so viel mal. Und ich glaube, so viel mal, je hebt das dort Werken. Und dann braucht ein Mensch eine Reinigung an sein Gewässer. Und das wirkt der Geist Gottes, der ewige Geist Gottes, das uns dort wirken. Der Geist, wenn der uitgegoten wordt op een Pfingstdag, dat meint nicht, dass seine Existenz da anfangen hat, wenn er erst ein ewiger Geist. Er wird eben bei der Schöpfung mit bei, weil Gott die Welt schaffen hat. Und Psalm 33, das ist Vers, der sagt, dass die Himmels sind, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Geist seines Mundes. So was sagt die Himmel? Und ich denke so, dass das Psalmschreiber, der hat dann gedacht an dort, was da boven uns ist, wo wir im Porter von seinen einen klaren Abend, durch eine klare Nacht, wo er da ist, dort sagt bloß, das gemacht durch dem Herrn sein Wort, aber dann sagt er, all sein Herr, durch den Geist seines Mundes, all sein Herr, dort die ganze Himmel mit all den Sternchen, und wenn wir können nicht mal begreifen, aber wenn wir ein Stern sein, wir können sagen, wo weit auf der ist. Das sind eine lange, große Säule von Lichtjahren, was Menschen angeben. Und dann von dem Stern, was der nächste, wo wir steht, und dann, als noch mal so unbegreiflich weit, danach was der nächste. Und dann, wir checken das wieder und wieder, und dann sagt er auf einmal, dann sprach das Schreiber sich zurück, das ganze Herr, das meint das alle,
dat is gemaakt door God zijn geest. De Engelse Bibel zegt daar breath of his mouth. Dat woord geest en dat woord odem, oder breath, als veelmaal gebruikt, besonders wanneer zich dat handelt om God ziet, dan is dat hetzelfde grondwoord. Der God zijn geest, kunnen we zeggen, en zijn al die ontelbare grote schar van stierens alle door. En dan zegt in een andere psalm, en hij naamt hij alle met nummers. En hij heeft der zijn geest doorgesteld, en hij heeft die nummers voor de alle. Veel. Goed, we weten dat de geest heeft metgewerkt in de scheppung. Im Oude Testament wird die Heilige Geist als der Irremu abgenannt. Aber da wir einmal zum Beispiel auf eine Person für eine kurze Zeit, für ein bestimmtes Ding, und dann wird es bara ewig. Und, aber das ist einmal über die Welt gekommen. Eben der Saul, der König, wird sagen, nach seiner Regierungszeit, dann hat er für eine Zeit, eine kurze Zeit, dann hat er dem Heiligen Geist, und er wird angedreven, aber dann auf einmal ein paar Kapitel später, dann fängt wir von, nur soll sein Gehorsam, dann kam dann Beiser Geist von Gott, und die dreif am, und dort wir so ein armachlicher Mensch, dass eben seine Knechte, am Rot, jeweils mal die Freiheit, dass wir waren im Finger, wer wird ab eine Hoop spelen, dat wird leichter sein mit die. So dat wir so sehr schwor met zijn Mensch, wat der ich zijn ongehoorzaam had, zich dat abgeloot, dat een bijzer geest van God wie een kweel aan en mocht hem allerhand te doen, die werd wat is. Ja, en dan op het Nieuwe Testament, als de Heilige Geest uitgegoten over al het vlees, en meint het dan nu dat jeder mens op de wereld een geest heeft? Nee, dat meint nicht dort, het meint dat is available for all die, wat zich daar voor dem wij gaan doen. Hoort opmaken voor die is de. En dat darf gleich, en zo, dat moet krijgt zo'n mens, en dat het moet nu een Jood zijn, of dat moet nu een zoon, dat een zoon zijn, dat is opfer, is uitgegoten over al het mensen leven, wie immer zich daar zijn hart opmaakt voor die is te hebben. En we kunnen dat in de Apostelgeschichte meerdere steden lezen, dat wordt de geest op mensen vallen deed, dat we je weinig de volgen van, dat wordt het woord gepredigd, het woord van Christus wordt gepredigd, dat wordt uitgelegd, en dat ging de mensen daar hem hart, en zij beleefden dat de geest op een vallen deed, en het die kwam dan aan. Dat werken, of dat functioneren van de Heilige Geest. De mens is erschaffen met drie poorten, zoals ik al zei, de lief, de ziel en zijn geest. En de geest is dat poort, dat het innerlijkste poort van de mens, aan dem de Heilige Geest werkt. Dat je dieper als de gedanken, dat je dieper als de gevoelen, dat je dieper als de mens zijn willen. Door bijna im Geist. En deze betonung im Geist, die waar je veel vinden, wanneer je het Nieuwe Testament durchlezen. De apostel had het klaar, dat het door bijna, waar die werking passiert is. Jezus zegt, dat de geest maakt levendig. Dat is zijn werking. En Johannes 6, 63. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nützlich. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. So Jesus sagt, dass der Geist ist dort, der lebendig macht.
En hij maakt niet. Wat er dood schijnt te zijn, wat levendig en wat oud en kapot is, wanneer mens ganz in eentje met zichzelf, dat is bloos de aanvang van het nieuwe leven. Titus 3, dat is een vers van 4 bij de 7e vers. Dat is een zeer schijne boodschap wat er zei. Dat is een woordjong, dat is het opgenomen, wo de geest wat deed, en wat hij deed. Dan zei het hier da, aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns seilig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. So meint Erneuerung des Heiligen Geistes, meint nicht, dass der Geist nie wird, der Heilige Geist nie wird, aber das ist die Wirkung, was der Heilige Geist tut an den Menschen Leben, die wird erneuert. Dann beschreibt diesen Geist hier, der sagt, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesus Christus, unseren Heiland, auf dass wir durch derselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Ihr schon eine Botschaft über hier reden. Der Heilige Geist, der wohnt an der Gläubigen aus an seinen Tempel. 1. Korinther 3, Vers 10. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So wir in euch. Da berne, also du und ich, wir sind aus dem Gefäß, wir haben eine Area in uns unsichtbare Port von uns. Da ist ein Gefäß, das ist eine offene Stuhl, und da können wir gerne wohnen. Und hier sagt der Geist Gottes wohnt an uns, als wenn wir die Tempel sind von ihm. Weißt ihr das nicht? Und dann bloß ein klein bisschen wieder blättern im 6. Kapitel, das 1. Korinther, da Vers 19, da sagt er, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wohin sagt er hier, dass der Leib das ist? Der Leib, der sichtbare Leib, der hat da an sich was berne. Und dann, der sagt hier, dass ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst. Hier hat ein, in 1. Korinther 6, dass er zu sehr klar redet, dass uns belehren über ein unmoralisches Lifestyle. Er redet hier von Sünden, von Menschen, die sich sogar an sein inner Lief singen. Das ist die Hurerei. Und so eine Dinge, dort nannte hier ab. Und dann sagt er, weißt ihr das nicht? Wollt ihr das wollen? Weißt ihr das nicht? Dass die dann dem inner Charpa singen, an dem singen, das ist Charpa, das ist dem Heiligen Geist sind. Die hier dem Heiligen Geist an. Wer will sich das wollen? In dem zu singen. Und der 20. Vers sagt, die sind dir gekauft. Die haben Ursache, dass die Gott preisen in Lief und an in Geist beides als Gott sind. Die Lief und der Geist beides als Gott sind. Römer 5, Vers 5 sagt was der Geist tut. Und dort sagt er, dass der tut uns. Durch sein Werke
durch den Heiligen Geist zijn werken, dan wordt God zijn lijf en onze harten nennen gegoten. Want we weten, want we bedenken, hoe groot God is, en wanneer hij een lijf heeft, hij heeft een lijf, die reikt. Zo weet. En wanneer die lijf en onze harten nennen gegoten wordt, dat kan bloos passeren door de werking van Heiligen Geest, die ons bereid maakt, God zijn lijf te ontvangen. En dit is een verlangen wanneer alle mensen het mochten antwoorden. Wat is dat? Dat de Heilige Geest mocht werken aan de mensen, dat ze willen opmaken, zich volgeven te laten van God zijn lijf. Dat maakt op eeuwigheid een onderscheid. Verend. De Heilige Geest, dat de gelovigen ihre zaken, ihre dingen, ihr Leben aanleiding geven. En vielleicht veel dan staat manchmal dat we dat meer maken deden en kleinigkeiten. Ik geloof een beetje opmerkzaamheid en een grote part, een lijf had te Jezus en zijn werking, dan waar we dat aanwaren. Maar ten bijvoorbeeld is dan sommige dingen opgenomen. En Philippus, dem zijn leven, daar vingen we zo'n zeer klare betekening. Dat is Apostelgeschichte kapitel 8, de 29e vers. Dat zegt de Geest, zei te Philippus, go. Dat is een Jan wogen, go doorheen en hou die daar op. Zo, Philippus kan het vernemen wat de Geest hem zei. Dat we entweder luidbaar te zijn oren, of aan zijn innerlijk het feilheid hem drief. De zedende stem te hem, go Philippus, dort naar Jan wogen en hou die daar. En wat hij daar beleven deed, dan denk ik, raad hij doorheen. En dan hoor ik de man wat hij reist op zijn wogen. Die last uit de Bijbel, die last het woord Gottes. En dan geeft je dat door. Philippus dat uitleihen, wordt bij en Jan man wordt gläubig. Ze hielden hem bij motor aan en er wordt nog een tafels afgehouden. Zo dat heeft een grote denkveer, durch dem dat Philippus dat vernemen kan, wat de Geest hem zegt. En dan andere steden, en Apostelgeschichte 13, daar zag hij ook dat weer mensen die vernomen dat wat de Geest zegt, dat weer geloof ik 5 maanden weer de taub. Zij dienden dem Herrn, zij met vasten. En dan zei de Heilige Geest, en zij hadden het vernomen, de Heilige Geest zei, duidt mij uit, zondert mij aus. Barnabas en Saulus zu dem werk dat ze berufen hebben. En ze duidt, hier zijn 2. De Heilige Geest zei, 2 van jullie, die zegt eruit. 2 van die, Barnabas en Saulus. En die had gereisd en gepredigt en die had het evangelium voor mensen, voor veldje, verschillende steden verkondigd. Zo de Heilige Geest geeft aanleiding, mensen hielden dat, vernemen dat, en ze hoorden ernaar en het passeert. Op een andere stad vingen we dat de Geest heeft opgehouden. Dan weer er een goede plan wat ze nu willen doen, en dan hield de Geest het op. Ten bijvoorbeeld Apostelgeschichte 16, vers 6 en 7, daar vingen we beide smal dat Paulus nu weer hem weg. En dan zag je door in de Geest hield op. Eenmaal wil hij en weer Paulus en waar we maar aan hebben, Silas, of wat immer. Wil hij daar vrijgaan en dat bij Galatië daar reizen, een grote country. Maar dan deed de Geest en wäre, ze zullen niet in Azië dat woord reden. Nou, we weten wat niet in Azië dat woord reden. Dat zie ik als je erheen te komen, we weten wat niet, want we dus wat hier lezen. En dan wil hij bij Mesien, daar durch Bithynien reizen,
Aber dort, nicht mal dort leidt de Geest toe. So de Geest sagt nee. En wenn wat, dann plus ein paar Vers wieder, dann fangen wir dort. Aber dann hat Paulus danach gesagt, sagt hij, een man van Mazedonien, die Praag had op hij wil komen en helpen. En dort weer dort wat de Geest wil. So, dat weer niet wat slecht wat Paulus wil, maar de Geest had een beteret. God had een beteret en hekeret werk van hem, en ander werk, so de Geest deed ophouden. Ik weet niet als we in ons leven dat allemaal beleven, dat ik leef het weer. We hebben ons genomen, wat je taalt, het bedrijf zijn, en dan, oh, dat staat. Daar irgendwas waar we aan, nee. En dan en zoals mij van je zegt wordt, wanneer God een der toe maakt, dan maakt hij een ander op. En dat zegt, die der wat hij opmaakt, dat is dan die der, die betere der. Ja, dus zei dat de Geest werkt. En we hebben een denkt het leven. En we willen mij zo jaren, waar we niet meer klaar wisten. Falls ik van einfach zo, sowieso. En dan, nee, maar sowieso. En wie durven God zijn werking van zijn Heilige Geest, de klare aanleiding vingen. Maar van onze zijde uit, dat braucht een hingabe en dat braucht een tijd. Dat braucht een afgeven en beden. En ons God zijn willen ergeven. Op eenmaal waar we zijn we geleend worden op een weg. En dan heb ik eerst niet meer aan gedacht. En we vingen zo, dat is God is met ons, wanneer we daar gaan. Jezus heeft gezegd en zijn afscheidsrede voor hij gekreuzigd wordt. En heeft hij gezegd dat dit Geest, die wat hij schikken wordt, die wordt van hem zeugnis geven. Hij heeft gezegd dat die zien je herinneren aan alle weer wat hij gezegd heeft. Zo hierom als het een woord uitgeschreven, dat dit wat de Heilige Geest ons dat bij me uitleidt. Oh, dat is wat het meint. En dan kan we het verstaan. Jezus heeft gezegd dat die Geest, wanneer hij komen wordt, die wordt aan alle waarheid leiden. En dat hij zegt waarheid. Dat hij ons aan de waarheid leiden wordt. Dan durven we niet in de onwaarheid eraan en dat dienst alleen gaan. De Heilige Geest, dat hij God zijn dingen, dat besteedt je, dat toch verspreken, dat ze werkelijk God aan je hier doen. En Römer 8, vers 16, so sei er seine Vers, die sagt, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So das ist eine Verbindung zwischen Gottes Geist und uns Geist. Dann laat hij ons het weten, dat ja, die kannst du troost zijn, du bist Gott sein Kind. Ohne Menschen sind berechtigt oder reid für den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 2, 38, da sagt es, dat van die wat de boodschap van Christus hier leidde, en jenkte durch hem hart, en zij bekeerde zich, vereend, zij werden de golf van dem Heiligen Geist kregen, dat we hebben gezegd, en ze kregen het. Apostelgeschichte 4, vers 32, zegt dat de Heilige Geest als die geeft, wer gehoorzaam is. En daar had de apostel Petrus een klaar woord al gezegd, groot eier dat, weer de hoge priester, die zegt, heb je dat niet al ganz op ernst afgezegd, niet van Jezus te reden? En dan zegt hij, aber einer moet God meer gehorchen als Menschen. So Petrus wist dat we een grote schuldigheid te gehoorzaam te zijn. En hij kan het ervaren. Maar waar zegt het dat hij wordt vol van Heilige Geest. So, aan dem gehoorzaam
zu Gott. Da ist viel angelegen, dass wir die Füllung, der Abfälle von dem Heiligen Geist beleben dürfen. Und dann, wer einmal was Licht kriegen hat, und dort gehorsam ist, die kriegst eine Anleitung über ein kleines Ding, und du bist gehorsam, der Herr wird die Meier zu teilen. Ein persönlicher Gehorsam zu Gott und die Stimme von dem Heiligen Geist, dort wird die Gemeinde stärken, stark machen. Da jen war von der anderen Seite Gleichgültigkeit, jen der Heiligen Geist in der Stimme, dort führt zu einer Sündensklaverei. Dann wird ein Mensch mit der Zeit gebunden, er ist ein Sklave zu der Sünde und das Leben jetzt wirklich dumm. Der Heilige Geist hat Gott gerechnet für die Gereinigte, die Geheiligte. Gott gab sein Dieret Geschenk nicht an schmutzige, verstockte Horte. Verstockte Horte sind Söhne, was auch hart sind. Because die not sagen und das hören die nicht. Die kann was beleben und die mag das nicht. Die kann gewarnt werden und das tät wenig gut. Das ist ein verstocktes Hort. Für Söhne hat Gott dem Heiligen Geist treibehalten nicht. Er tät ihn nicht an Söhne Hort gegeben. Das ist ein interessantes Buch, wenn wir das lesen, von was das Roy Hassan mal von dem seine Predigte, und dann hat er das mal in, ich weiß nicht wie viele Jahre, in der Ostel gelernt, wo eine große Erwartung passiert, aber er hat da abgenannt hat, das erste war Jesus mit einer goldenen Kornfall Lebensfutter jäten, weil alle anbieten, was du von meinem Lebensfutter, und Menschen können ja Kaffee holen, und Leute fallen können sie trinken, aber en so eine Koppels, wo der Drag oder Schmutzbein ist, da geht ihn nicht nennen. So, von unserer Seite, wenn wir die Wörtchen von dem Heiligen Geist, und das sind sehr schöne Wörtchen, wenn wir die erfahren wollen, da ist eine persönliche Heiligung, und wir müssen Gott Freiheit geben, die in uns zu führen. Bevor wir über unsere Verbindung mit Gott durch den Geist, Jesus sagt zu den Früchten beim Baum, dass wer den Vater anbeten will, der muss ihm am Geist und an der Wahrheit anbeten, wenn Gott als Geist, da muss der Mensch auch am Geist und der Plag an sein analysiert, da bei einer Anbetung tun, anders knackt das nicht. Wer bekannt wird sein mit Radio-Frequencies, wenn du nicht das bereichte Nummer drehst, kommt das nicht durch. Kriegst du nicht. So, wenn du nicht an der Frequency vom Geist bist, was Gott als Geist, das kostet nicht anbeten. Das ist nicht Connection. Unsere Connection ist am Geist. In Epheser 6, 18, dort wo Paulus abnahmt und fragt, für arm zu beten. Und dann, mit was für einer Werte sagt er das da? Epheser 6, 18, und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und war dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. So, nicht bloß an Gedanken, nicht bloß mit den Vernehmen, den Wellen, aber einfach am Geist. Ab da steht eine Anbetung zu sein, dann habe ich Gemeinschaft mit Gott, was uns Maker, uns Macher ist. Und in Philipper 2, Vers 1, sie bekommen Vers, wo Paulus abnimmt, wenn da Sohn ist, wenn der Sohn ist. Und er redet wenn da Gemeinschaft des Geistes ist. Und was ist die Gemeinschaft des Geistes? Du und ich, wie aus Gott seine Kinder, wir haben alle von demselben Geist gekriegt. Wir haben alle von demselben Geist getrunken. Und dort, wie das alle haben, wir alle von demselben was gekriegt haben, dort macht uns, dass wir eine andere Gemeinschaft haben. Und wenn dort auf einmal schwach wird oder missing ist, dann kann ich eben sogar aus Uneinigkeit, so ein Ding, als dort über die kommen.
Da ben is dat neidig dat we ons kammer doen om de hoofdzaak, dat we am geest, dat we met God verbonden zijn tegen de geest, en zo staat het ondereinander in gemeenschap leven. En Römer 8, vers 9 sagt het woord, dat wer über Christus zijn geest niet heeft, die hielt niet te arm. So, dat wil ik nog eenmaal klar zeggen, dat ik geloof je had im geest. Die wat Christus aangeheerd, die had hem. Het is niet gezegd dat we allemaal gelijk klar feilen kennen. Dat handelt zich überhaupt niet meer om feilen. Handelt zich niet meer om veel te weten. Maar het handelt zich om een dieper gehoorzaam. Dan waar we dat, dan hebben we dat, dan beleven we dat, dan ervaren we dat. Ten besluit, de Heilige Geest is een dierlijk geschenk van God. En God geeft die dat, die dem Geest, wäre heute voor hem heil gedaan. En het ganz gezegendste leven, wat het gegeven heeft op deze wereld, is dat leven, wat er te alle tijd van Heiligen Geest aangeleid wordt. Mag God deze wieder segnen. Wel we beden. Ons Vader im Himmel, we zijn die dankzij dat u dat eerstens versproken hast. Dat als die Go vom Heiligen Geist hast du uns versprochen. Wir danken dir vor dem Himmel für so einen weisen Plan, was du gebracht hast, für die Schöpfung von der Menschheit. Dann möchtest du den Mensch, dass er wird nach dein Ebenbild sein, und das ist, dass wir am Geist mit die Gemeinschaft der wir haben. Herr, wir sind sehr befähigt, so eine Auserwählte von dir zu sein. Du uns kannst die Heiligen an. Aber wir beten dich, Herr, um deine Hand, durch uns mit uns zu gehen, dass wir in Fällen und in dieper Gehorsam zu dir, zu aller Zeit wieder uns Leben und Wandel führen, und dass du uns mit deinen Heiligen Geist Anleitung wirst geben, zu jeder Tag, an der Sendung, an der Alltag, und wo immer wir sind. Wie deine Anleitung worden vingen en volgen. We beten dit in Jesu naam. Amen. Wer wie Songbecker nemen, nummer 353. Nummer 353. Welch een treuer Freund ist Jesus. Welch een treuer Freund ist Jesus, der da immer versorgen. Welch ein Vorrecht es zu bringen, alles im Gebet zum Herrn. Ach, für unseren Frieden stillen, und die Ruhe ist uns fern. Wahrlich immer gleich wir bringen, alles im Gebet zum Herrn. Kommen, Prüfungen und Leiden, leuchtet ihr kein Freudenstern. Sagen nicht in Sorgenstunden, kommen im Gebet zum Herrn. Wenn die Nacht
Amen. Bist du matt und schwer beladen, werdest du erquicket gehen. Jesus ist der Willenstärke, gläubig komme zu dem Herrn. Stehst du einsam und verlassen, ihm allein zu trauen lern. Bringe Frau in allen Lagen, alles im Gebet zum Herrn. Ja, ik wil gleich dankzij te zeggen voor die boodschap. En ik merkte door van God zijn zijde uit, nach waar dat hij zijn geest rechtlich uitgegoten heeft. Dat van zijn zijde uit, Rama waar merkte hij dat God even moeten geven deed. En dat heeft hij doorgedaan. En van onze zijde uit bracht het hem gehoorzaam. Ik kan nog een vers lezen uit 2. Korinther 13, zijn zegen. De genade vom Herrn Jesus Christus en de Liebe Gottes en de Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, als met jullie allem. Amen. Het weer een gezegende zondag.